Ich hoffe, ihr seid bereit für unvorstellbare Power. Und auch für die Koralleninsel, denn auf dieser Koralleninsel werden wir jetzt gleich Level 45 erreichen. Das ist jetzt quasi die Oldschool-Koralleninsel und ich muss sagen, hat irgendwie auch was. Ist ehrlich gesagt auch vor allem der Anfang größer, als ich es in Erinnerung hatte. Und ganz ehrlich, die Mobdichte wesentlich schlechter, als ich in Erinnerung hatte. Also ich war hier gestern schon, mein Koralleninsel-Ticket läuft jetzt auch gleich ab. Weil ich doch einige Level-Ups machen musste und ich habe keine Amplis aktiviert. Hätte ich zwar machen können, weil ich habe tonnenweise Amplis, da könnte man auch ruhig mal ein paar verschwenden. Und wie gesagt, ich habe es eigentlich hier nicht wirklich eilig, dann tatsächlich High-Level zu erreichen oder so. Habe ich aber nicht gemacht. Und habe das Ganze ein bisschen für mich nochmal wiederentdeckt, die Koralleninsel, wie gesagt. Wir sind sie am Anfang, wo es nicht so viel XP gibt. Ich weiß, die Monster sind nicht so viel über mir. Wir kämpfen uns jetzt einfach den Weg quasi nach vorne. Und ja, es gibt, wie gesagt, so ein paar Hotspots, wo schon mal so 10, 15 Monster fast direkt nebeneinander stehen. Aber ich muss sagen, ich hatte es ehrlich gesagt echt deutlich besser in Erinnerung. Also gefühlt habe ich Erinnerungen von den Nagarisa. Ich weiß gar nicht, die heißen hier irgendwie ein bisschen anders als in Fly Universe. Da heißen die einfach nur Naga. Zu denen kommen wir dann gleich. Aber ich hatte irgendwie Erinnerungen von denen und von diesen Aatrox, die danach kommen, dass sie schon irgendwie so richtig fette Hotspots hatten. Aber irgendwie scheint mich da meine Erinnerung doch ein bisschen zu trügen. Also wie gesagt, es gibt schon kleine Hotspots, aber es ist echt nicht gut. Also es ist auch wesentlich schlechter als Asria zum Beispiel. Und obwohl beides Premium-Gebiete sind, ergibt irgendwie nicht so viel Sinn. Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht einfach falsche Erinnerungen. Oder die haben ja heimlich die Mobdichte ein bisschen verringert, weil kein Schwein auf der Koralleninsel unterwegs ist. Das könnte ich mir ehrlich gesagt vorstellen und sie haben es einfach nur niemandem gesagt. Aber ich denke, es ist eher ein Fall von, ja, man erinnert sich falsch daran. Aber ja, wie gesagt, hier bei den niedrigeren Monstern habe ich dann gestern noch ein bisschen gefarmt. Also jetzt nicht Events, sondern die Gems fürs gestrige Tournament. Ich musste mir noch meinen einen Punkt verdienen, um an dem Wochenend-Tournament teilnehmen zu können. Da hat man ja kein Free Entry, da muss man ja eins von dieser Währungen zahlen auf der Website. Die habe ich jetzt zum Glück zusammen und damit bin ich dafür auch ready. Und genau, jetzt sind wir gleich Level 45, dann ziehen wir das Cruiser-Set an und dann müsste es eigentlich ziemlich abgehen. Das einzige Problem ist halt logischerweise, ich habe jetzt halt noch nicht so eine hohe Crit-Rate. Tatsächlich nur 26%, was echt wenig ist, wenn man bedenkt, dass ich auf Full Dex bin. Also das Problem ist halt weder mein CS noch mein Schmuck gibt wirklich direkt Crit-Rate, wenn überhaupt nur indirekt über Dex und so. Und, ja gut, hier ist irgendwie 5 Crit-Rate, oder? Haben wir schon festgestellt, genau, 5 Crit-Rate, ja, aber wie gesagt, so direkt Crit-Rate gibt es hier nirgendwo, sondern immer nur Dex irgendwie. Was natürlich langfristig besser ist, weil Crit-Rate braucht man auch nur wirklich am Anfang. Aber jetzt am Anfang ist es halt dadurch ein bisschen blöd, weil selbst wenn ich jetzt schon critte ohne das Cruiser-Set, sind eigentlich alle Mobs mehr oder weniger One-Shot, ohne große Probleme. Aber ja, wie gesagt, das ist halt ein bisschen blöd. Und außerdem ist es auch blöd, dass mein Cruiser-Set tatsächlich keine Crit-Rate gibt. Nur die Dex-Stattungen dann auch auf den einzelnen Teilen. Und der Helm ist tatsächlich auch gar nicht so heftig, was Dex angeht. Also bin jetzt mal gespannt, wie viel Crit-Rate wir dann haben. Aber wahrscheinlich gar nicht mal sehr, ja, 30% wahrscheinlich. Nicht sehr viel mehr. Aber ja, ist nicht so schlimm, wie gesagt. Ich finde das gar nicht so schlecht, wenn es ein bisschen langsamer ist. Was mir auch aufgefallen ist, ist irgendwie, vielleicht kommt es mir nur so vor, das CS-Bild ist irgendwie auch ein bisschen langsamer als im Fly Universe, habe ich zumindest das Gefühl. Oder es liegt dann einfach daran, dass die Monster wirklich weit auseinander stehen, beziehungsweise man auch eine schnellere Kill-Time hat. Das trägt natürlich dazu bei, keine Frage. Aber hier ist jetzt so eine Stelle, da habe ich mich gestern auch gewundert, also der Übergang irgendwie von den Quallen so zu den Krabben und auch hier selbst zwischen den Quallen. Also hier ist einfach so eine riesige Fläche einfach komplett leer. Ich meine, zieht euch das rein. Es ist nicht nur, hier sind gerade keine Monster gespawnt, sondern hier ist einfach gar nichts. Ja, also hier sind 5 Monster auf einem riesigen Feld. Da frage ich mich schon, was hier passiert ist. Also ich habe das irgendwie echt ganz anders in Erinnerung. Also ich will ja niemandem was unterstellen, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das früher auch so war. Ich muss mir echt bei Livestreams angucken, wo ich damals in der Koralleninsel gelevelt habe. Um das nochmal ja, so ein bisschen Revue passiert. Ich meine, ich muss schon Fast Walker aktivieren, damit ich halbwegs schnell zum nächsten Monster komme. Ich meine, das ist einfach nur insane. Und das sind jetzt ja nicht nur eine Stelle gewesen, sondern das waren jetzt die Kingster, Small Kingster, Captain Kingster, alle Kraken. Und gut, hier bei den Crappern
sieht es ein bisschen besser aus, aber wie gesagt, das sind auch meistens nur so kleinere Hotspots eigentlich. Richtig krass sieht es irgendwie nirgendwo aus. Aber ich war noch nicht in der ganzen Koreaninsel. Also Tiger habe ich zum Beispiel auch relativ positiv in Erinnerung. Die Maris hatte ich eigentlich auch damals relativ positiv in Erinnerung. Also ich hoffe, irgendwo wird es dann nochmal ein bisschen besser. Aber bis jetzt der erste Eindruck von der Oldschool Koreaninsel nicht so gut tatsächlich. Also ein bisschen outdated, kann man auf jeden Fall sagen. Na gut, es sind endlich bei Monstern, die auch ein bisschen höher sind als wir. Das heißt, wir kriegen jetzt wieder ein bisschen mehr XP. Aber wie gesagt, ich wollte es jetzt so vorbereiten, dass wir hier gechillt dann noch auf Level 45 leveln können. Ohne Probleme. Und jetzt müssen wir uns tatsächlich auch schon fast ein bisschen beeilen, weil mein Koreaninsel-Ticket läuft nur noch 8 Minuten. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich das gestern so bescheuert aktiviert hatte. Weil die Tournaments starten jeden Tag um 17 Uhr. Und ich habe es aus irgendeinem Grund dann um 5:30 aktiviert oder so. Also, ja, ziemlich genau eigentlich. Und das war irgendwie ziemlich dämlich, muss ich sagen. Ja, also keine Ahnung. Aber gut, es ist endlich der Moment der Wahrheit gekommen. Wir haben das Cruiser-Set ready. Schauen wir mal. 5456 ATK. Auf 7800. Ja, genau. Gut, Crit-Rate ist jetzt auf 32%. Habe ich mir etwas zu wenig geschätzt. Ja, und One-Shots schaffen wir tatsächlich nicht ohne Crits. War zu erwarten, zugegebenermaßen. Aber, Moment mal, wie viel war der Damage vorher? War es 5000, oder? Ja, ich glaube, es war 5000, ja. Genau. Ja, gut. War, wie gesagt, zu erwarten. Ohne Crit ist kein One-Shot drin. Wir haben auch noch kein einziges Mal gecrittet, obwohl wir 30% Crit-Chance haben. Wir haben noch keinen einzigen One-Shot geschafft. Na, endlich. Dankeschön. Ganz schön peinlich. Ja, die Crit-Rate ist natürlich, wie gesagt, jetzt noch ein Problem. Aber es liegt natürlich auch ein bisschen daran, ich habe keinen Bogen, der Crit-Rate gibt. Flaming Bow gibt jetzt, glaube ich, zumindest 3% oder 5%, eins von beiden. Ich meine, nicht viel, das wäre nochmal ein kleiner Boost. Aber mir wurde schon angeboten, mir einen Flaming Bow zu verkaufen oder zu geben, whatever. Aber ich habe gesagt, ach, das passt schon. Wir werden jetzt sowieso relativ schnell Level 60 erreichen. Ich meine, gibt jetzt keinen wirklichen Grund, uns noch hier vor Level 60 groß aufzuhalten. Weil wir wollen natürlich die Crit-Rate haben. Dann haben wir G-Bow hier ab Level 60 mit 15% Crit-Rate. Und dann später Lusakas Bow und dann haben wir noch viel mehr Decks und dann haben wir sowieso irgendwann die 100% Crit Rate. Aber wie gesagt, ich habe irgendwie richtig Bock drauf gehabt auf dieses Low-Level-Leveln. Auch gestern, als ich wie gesagt die Level bis 44 gemacht habe, war schon ziemlich nice. Und das Einzige, was mich wie gesagt ein bisschen gestört hatte, war die Mobdichte. Wie gesagt, bei manchen Stellen ist es besser. Hier war es zum Beispiel so, dass es ein bisschen besser aussieht als bei den Quallen, bei den Kraken, besser gesagt. Achso, das sind ja gar keine Quallen, ne? Das sind Kraken. Aber egal, alles das gleiche, irgend so ein Meeresgetier. Und ja, aber wie gesagt, das hatte ich ganz anders in Erinnerung. Asria wird auch interessant, weil Asria war ich jetzt auch ewig nicht mehr. Ich habe Asria, glaube ich, auch... Also jetzt, wo ich das in der Koreaninsel gesehen habe, ich glaube, ich habe Asria auch besser in Erinnerung, als es eigentlich ist, von der Mobdichte her. Aber ich habe es auf jeden Fall nicht so... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es besser ist, als jetzt zumindest der Anfang. Wie gesagt... Manche Stellen sind einfach komplett tot, basically, so wie das bei den Kraken. Weil das bei den Kraken schon ziemlich extrem ist. Ich glaube, so schlimm ist es tatsächlich nirgendwo anders. Aber jetzt kann ich euch das zeigen, was ich meinte. Hier, Nagaro heißen die, genau, ich kann es mir nicht merken. Nagaro. Also bei Flive Universe heißen die ja nur noch Naga. Keine Ahnung, warum sie das gekürzt haben. Ehrlich gesagt, not sure. Vielleicht ist das in irgendeiner Sprache nicht so ein schönes Wort oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier hatte ich das irgendwie in Erinnerung, dass das schon alles voll war mit denen. Und jetzt ziehe ich das rein. Auch hier... Genau, beim Anfängerhelfer nichts oder sehr wenig. Also sehr wenig, ja. Das ist irgendwie etwas erschreckend, muss ich sagen. Nächsten Monster, die dann kommen sollten, müssten dann eigentlich die Aatrox sein. Und bei denen hatte ich es auch wirklich sehr positiv in Erinnerung. Ich glaube, das war so das erste Mal, dass ich die Koreaninsel wirklich ja, richtig positiv erlebt habe eigentlich damals. Ja gut, okay, hier wird es jetzt ein kleines bisschen besser, okay, aber die stehen trotzdem extrem weit auseinander, muss man dazu sagen. Und sind jetzt auch nur so 10 Monster ungefähr. Ja, also, wie gesagt, Koreaninsel könnte vielleicht ein kleines Upgrade vertragen. Andererseits ist es halt komplett irrelevantes Levelgebiet, weil es einfach zu niedrig ist und dafür extra ein Premium-Ticket kaufen zu müssen, ist eine ziemlich hohe Anforderung. Apropos, wie lange läuft das jetzt noch? 4 Minuten. Wird nicht passieren und ich meine, ja auch Schwachsinn, ganz ehrlich, dafür Ressourcen aufzuwenden, die Koreaninsel zu updaten. Andererseits, wie viel Ressourcen kostet das schon wirklich hier einfach die Mobdichte, also die Mob-Anzahl zu verdoppeln? Und ob das wirklich so eine krasse Auslastung für die Server wäre, dass dann irgendwie die Serverleistung
global darunter leiden würde. Also global im Sinne von ganz Yggdrasil würde darunter leiden, weil es dann mehr laggen würde oder so, oder längere Ladezeiten oder was auch immer. Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Aber wie gesagt, würde keinen Sinn machen, keine Frage. Besser wäre es, die machen eine Dark Korallen-Insel, so wie Dark Ratesia, mit Monstern auf Level 170 bis 190. Das wäre das, was wir wirklich brauchen würden für dieses Spiel wahrscheinlich. Aber auch das wird so schnell wahrscheinlich leider nicht passieren. Aber die Hoffnung stirbt auf jeden Fall zuletzt. Wir haben tatsächlich noch keinen einzigen Gem heute gedroppt fürs Tournament. Man braucht immer mindestens einen, um sich quasi für eine Belohnung zu qualifizieren. Droprate liegt wie gesagt bei 0,5. Was mir auch schon aufgefallen ist, das war gestern zweimal tatsächlich so. Und bei einer Droprate von 0,5 oder Drop-Chance von 0,5 ist das eigentlich auch relativ unwahrscheinlich. Ich habe ewig nichts gedroppt, was jetzt ja auch, wie gesagt, 0,5% ist nicht ungewöhnlich, dass es lange dauert. Aber dann hatte ich mehrere Back-to-Backs. Also 100, 150 Monster, 3-4 Level-Ups, nichts. Gem, Gem. Und dann wieder 100, 150 Monster, nichts. Gem, Gem. Also schon ein bisschen komisch, ja. Ja gut, okay, bis hierhin bin ich tatsächlich gestern gar nicht gekommen. Ich war mehr am Strand. Vielleicht war das auch tatsächlich mein Fehler. Hier war es jetzt tatsächlich mal ein bisschen besser. Aber es ist nichts in dem Vergleich, woran ich mich erinnere. Weil es ist wahrscheinlich einfach so nostalgische Erinnerungen, dass man es da einfach besser in Erinnerung hatte, als es dann tatsächlich war. Andererseits muss man natürlich dazu sagen, im Vergleich zu Open World ist es schon cooler. Allein schon deswegen, weil man hier diesen Premium-XP-Boost so ein bisschen hat. Also man kriegt ja hier mehr XP, außerdem keine Agros. Aber, oh, hier liegen noch Items. Oh, da muss man aufpassen. Ja, das ist das einzige Problem bei einem Ranger, beziehungsweise bei einem Agro mit Bow, dass halt die Drops immer so weit entfernt von dir spawnen. Und dazu, oh, da ist unser erster Gem. Let's go. Und dazu ist halt die Geschwindigkeit des Pets natürlich auch noch ein bisschen ein Problem, muss man sagen. Aber, ja. Das Ding ist, jetzt läuft natürlich mein Korallinsel-Ticket ab, habe ich ja schon gesagt. Eins habe ich noch, es könnte sogar sein, dass ich noch mehr habe. Ich müsste jetzt halt mal meinen anderen Charakter noch durchgucken. Aber ich werde dann wahrscheinlich tatsächlich noch mal ein bisschen Open World Darkon gehen und dann wahrscheinlich übermorgen erst wieder zurückkehren. Und dann werden wir halt quasi hier wahrscheinlich auf Level 60 oder so machen, keine Ahnung, Job Change. Und ja, ich meine, dann ist die Korallinsel ja eh schon vorbei mit Level 69. Also wir werden noch zu einem verbliebenen Monster nochmal gucken. Also quasi das gleiche, was wir heute gemacht haben, nochmal einmal so durchlaufen. In Erinnerung schwelgen. Und ja, dann, wie gesagt, ist die Korallinsel eigentlich hinter uns. Und dann kommen wir auch schon wieder nach Asria. Und das wird auch interessant, weil wie gesagt, Oldschool Asria war ich jetzt auch echt lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich zwischendurch mal, als ich bei V23 online war ich da in Asria? Ich glaube nicht. Und wann ich davor das letzte Mal online war, vor V23 Update, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr so genau. Wahrscheinlich, als ich irgendwann mal meine Charakter eingeloggt habe, weil es ist ja bei Play to Bid aus irgendeinem Grund so, dass nach einem Jahr dein Konto einfach deaktiviert wird und du musst es dann wieder aktivieren. Und ich wollte das damals umgehen, nicht, dass die aus Versehen ein Konto von mir löschen oder so. Das wäre mir dann auch ein bisschen zu schade gewesen. Da habe ich mich dann Ende 2022 mal bei einem Chars angemeldet. Habe ich aber dann 2023 tatsächlich nicht mehr gemacht. Was mir dann zu viel Aufwand war und das eigentlich eh keine Rolle spielt, sag ich mal. Kannst du dein Konto einfach wieder aktivieren, wenn du es brauchst. Genau. Aber ich glaube, in Asria war ich dann tatsächlich seit 2022 irgendwann nicht mehr wahrscheinlich. Irgendwann 2022 wird das letzte Mal gewesen sein. Also bald 2 Jahre her. Und das heißt schon was, weil eigentlich bin ich zwar ein Asria-Hater geworden, langfristig, weil ich da so viel Zeit verbracht habe, so viele tausende Stunden Events gefarmt und Charakter gelevelt und was auch immer. Aber es ist halt einfach trotzdem oldschool und nice und gehört halt einfach dazu. Aber wie gesagt, ich werde es dann wahrscheinlich so auf Level, sagen wir 58, 59 sowas leveln. Dann sehen wir uns wieder mit Ranger Job Change etc. Und jetzt fliege ich wahrscheinlich gleich raus. Wäre auch lustig, wenn jetzt hier noch so ein Gem liegt und ich dann genau rausfliege und nicht aufsammeln kann. Aber das haben wir jetzt, glaube ich, vermieden. Yay. Genau. Und ja, dann level ich gleich noch ein bisschen. Ich meine, vielleicht gibt es nochmal ein Zwischenupdate, mal gucken. Aber ja, jetzt ist einfach Road to 60 und dann natürlich Ranger Job Change und G-Bow angesagt. Und mit diesen Worten sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Schaut auch gerne im Livestream vorbei. Twitch, Link in der Videobeschreibung. Und macht's gut, haut's rein. Ciao, ciao.